Und das hat natürlich solche Konsequenzen. Das ist eine Seite aus einem Wörterbuch, und zwar das ist ein russisches polytechnisches Wörterbuch. Und da können Sie kaum lesen, aber alles, was da steht, die Worte, welche sozusagen von deutscher Sprache kommen, und damit Sie nicht glauben, das war eine einzige Seite, dann mache ich die nächste Seite, dann also noch Seite, alle laut deutsche Worte wie, ich weiß nicht, Spindel, Splint, ja, was Spann, Stampf, ja, Schrott, Schrift und so weiter. Also noch eine Seite. Sie können sich vorstellen, dass natürlich, wie der Ludwig Wittgenstein gesagt hat, also Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Deswegen natürlich in dem Sinne der Einfluss von der deutschen technischen Kultur auf russische ist beträchtlich. Und es ist übrigens, bei uns leben noch die Worte, welche, soweit ich weiß, im deutschsprachigen Raum nicht mehr existieren. Auf jeden Fall junge Leute wissen sie nicht. Zum Beispiel bei uns sagt man Schlagbau, ja, und keiner sagt Schlagbau mehr sozusagen. Jeder sagt Schrankbau. Schlagbau. Schlagbau. Ja, Schlagbau. Bei uns ist, da versteht jeder sein russisches Wort. Ja. Butterbrot. Butterbrot, ja. Da gibt es jede Menge, die Sie können vorstellen. Da. Und auch die Worte wie zum Beispiel Stangeninstrument, da steht nicht, dass es deutsche Abstammung, aber das kann man vielleicht erkennen. Also in dem Sinne haben natürlich die deutschen Ingenieure, ich als Mechaniker natürlich bringe die Beispiele von Maschinenbau und andere Sachen. Also laut die einzige Volkszählung in Russland, das war also 1,8 Millionen Deutschen, laut Muttersprache, wiederholt noch einmal. Und in Petersburg von denen waren also bis zu 25 Ausländer, 20% die Deutschen von Baltikum, und der Rest ist sozusagen die Leute, die Deutschen, die in Petersburg geboren wurden. Und streng genommen, es gab 3 Wellen von Einwanderung von Leuten vom deutschsprachigen Raum nach Petersburg. Das sogenannte baltische Deutschen, die nach dem Krieg, also oder nach Frieden zum Neustart, also hat Peter der Große, also Lettland, Litauen, Estland als Kriegbeute bekommen, und entsprechenderweise auch die Leute sind eigentlich die Adelige, ja, und Handwerker, Stadtbewohner. Und dann also die polnische Deutsche ab Mitte 18. Jahrhundert bis zu Ende. Und besonders viele Leute von Deutschland sind eigentlich nach der Einladung von Katharina der Große, das ist eine Deutsche, sie ist Zarin seit 1762 und sie hat schon das nächste Jahr das sogenannte Einladungsmanifest veröffentlicht und hat also viele Deutschen nach Russland eingeladen, die Kolonisten. Ich muss auch sagen, dass damals existierte Deutschland nicht, wie man dieses Land heutzutage versteht, weil Anfang 19. Jahrhundert war eigentlich dort 360 unabhängige Staaten und 1500 sogenannte halbunabhängige Staaten. Und das ist Katharina die Große, eine Zarin, wie Sie sehen, eine Zarin und eine Prinzessin, Sophia Augusta Friederike von Anhalt, dort und fragen Sie nicht, wo Dornburg ist. Das war so, eigentlich, sie hat diese Kolonisten also alles versprochen, sozusagen jede Menge von Privilegien, ja, Steuerfreiheit, Militärfreiheit, also Religionsfreiheit sozusagen, ja, wurde jede Menge Land geschenkt, und Sie können sich vorstellen, dass allein aus Deutschland nächstes Jahr 3000 Kolonisten sind gekommen. 30.000 Kolonisten gekommen, was damals eigentlich gewaltig war. Von denen 23 sind gestorben.
innerhalb von, ja, weil das war, sie hat so wirklich diese Leute geschickt in bewohnte Weite, ja, was heutzutage man eigentlich Folgegebiet nennt, aber damals, das war natürlich die Krankheiten. Und übrigens in Frankreich wurde diese Anwerbung gesetzlich verboten. Ja. Die Folgen von dieser Anlage, die größte, wurden gesetzlich verboten. Und also die Einwanderung war eigentlich bis Ende 19. Jahrhundert und dann hat die Migration der Einwanderung der Deutschen in die USA begonnen. Und darf ich jetzt zu St. Peterburger Akademie der Wissenschaften kommen. Das ist also eigentlich dieses Gebäude, ja, und das ist die sogenannte Kunstkammer. Und Peter der Große hat also die Akademie der Wissenschaften begründet, ja, aber eigentlich, ja, das war Leibniz, der gleichzeitig sozusagen die Berlin-Brandenburg Akademie der Wissenschaften, ja, nicht angeboten, aber irgendwie die Vorschläge gemacht hat, und auch gleich St. Peterburg Akademie der Wissenschaften, wie es aussehen muss, und hat auch die Akademie viele wissenschaftliche Einrichtungen bekommen, und zwar die Kunstkammer, das Observatorium, Botanischer Garten und Römische Theater und eine Druckerei. Und im 18. Jahrhundert von 110 Akademikern waren nur 27 Russen. Das ist natürlich kein Wunder, ja, weil das war eigentlich, wir haben keine Universitäten, keine Möglichkeit für die Bildung und 83 Stadtbürger von anderen Ländern. Aber das war von Anfang an eine staatliche Institution und die Akademiker, das war das erste Mal in der Geschichte, in der Weltgeschichte, sie waren einfach die Beamten. Aber im Range eines Hauptmanns, weil eigentlich damals so gut wie nichts war. Sie waren ganz gut bezahlt und Gehalt pro Jahr war eigentlich zwischen 860 und 1800 Rubel, obwohl die Akademiker werden nicht gleich bezahlt. Sozusagen die Akademiker und die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften, welche im Bereich Botanik und Naturgeschichte gearbeitet haben, sie haben das Gehalt 800 Rubel und die Mitglieder der höheren Mathematik 1800. Heutzutage glaube ich, das ist anders. Ja. Aber damals war es so, 3 Fachabteilungen, die mathematische, physisch-naturwissenschaftliche und geistwissenschaftliche Abteilungen. Und die ersten Mitglieder, ich meine, ich als Mechaniker, zeige nur 3 Namen, also Nikolaus Bernoulli, welcher nach einem Jahr in Peterburg gestorben ist, und sein Bruder Daniel Bernoulli, und der Nikolaus Bernoulli hat eigentlich nach Peterburg Leonhard Euler gebracht, welcher also in Peterburg insgesamt mehr als 30 Jahre gearbeitet hat und ist gestorben. Da sieht man also Grabstein von Euler. Und wo der Grabstein von Bernoulli in Peterburg weiß niemand. Und dann also später hat die Katharina II. Auf Empfehlung von Euler das ganze Archiv von Johannes Kepler gekauft. Also von 22 Bänden von Archiv von Johannes Kepler, 18 sind in Petersburg und 4 sind spurlos verschwunden sozusagen. Das heißt, also alles was, und auch diese zwei Bilder, 2 einzige Bilder von Kepler und seiner Frau, sie befinden sich im Besitz der Russischen Akademie der Wissenschaften. Da hat Katharina II. Gekauft und viel Geld dafür bezahlt. Bruder Diesel sei sicher ein Deutscher, ja, aber ich will nur Folgendes sagen, also im Jahr 98 wurde die erste Dieselfabrik in Augsburg
gegründet, auch in Österreich, diese Oberndorfer Maschinenfabrik, aber auch in Russland in Parallel. Ja. Das haben eigentlich die Gebrüder Nobel schon im Frühjahr, also 98, die Lizenz gekauft und schon im nächsten Jahr die Produktion gefangen, aber das war nicht die gleiche Maschine wie Diesel gemacht, weil also die Russen haben das modifiziert und das waren meistens eigentlich auch die deutschen Ingenieure. Rohröl als Treibstoff, weil wir haben eigentlich jede Menge Rohröl und auch Reversibilität von dieser Maschine war besonders wichtig für die Schiffe war. Und deswegen diese Maschine hat eigentlich das nächste Jahr in Paris bei der Weltausstellung ein Grand Prix bekommen und jetzt nennt man also diese Konstruktion russische Diesel. Und dann auch hat er auch die Produktion von Schiffen mit Dieselmotoren und deswegen eigentlich diese Idee wurde sofort in Russland realisiert. Und auch ein paar Worte über die Architektur. Also alle Architekten in Petersburg oder fast alle sind natürlich Franzosen und Italiener, die jeder weiß Bescheid. Zum Beispiel das sogenannte St. Isaac-Kathedrale, das ist gewaltig, 100 Meter hoch, ja, 111 Meter breit und 97 Meter tief, das ist eigentlich grob gesagt 100 mal 100 mal 100 auf Sumpf gebaut. Ja. Und ja, das ist, insgesamt, das waren 1500 Baumstämme mit Durchmesser 30 cm und das hat Ferran irgendwie geschafft. Aber dann eigentlich die deutschen Ingenieure haben gesagt, das reicht nicht und er musste eigentlich die Anzahl von Baustämmen bis zu 25 vergrößern und auch sogenannte Rostwerk machen aus Granit und so weiter. Aber auch die Innenarchitektur, das war so ein Deutsche, ja, in dieser St. Isaac-Kathedrale, ja. Oder zum Beispiel auch ein deutscher Architekt, ja. Blutterlose Kirche baut an der Stelle, wo Zar ermordet wurde, ja, und so ein deutscher Architekt, obwohl es sieht wie eine typische russische Kirche, aber trotzdem, weil eigentlich das war jede Menge technische Probleme. Es musste eigentlich ein Stück von Wasser, Fundament steht auf Wasser, deswegen das technische Problem der Architektur ist doch nicht nur reine Kunst, würde ich sagen. Noch ein deutscher Baron Peter von Claude und seine Produktion ist alle diese Pferde, welche auf jedem Merk von dieser Brücke stehen. Und er war übrigens, die zwei ersten Pferde wurden nach Neapel geschickt und zwei nächsten nach Berlin. Und jetzt, er war ein Artillerist und leitete eine Gießerei, Stadtgießerei in Petersburg und die Qualität war von diesen Denkmälern war so hoch, dass es überhaupt nicht nötig war, nachzuschleifen. Und dann habe ich verzweifelt gesucht, nachdem ich die Vorträge in Österreich hatte, was eigentlich die Streicharchitekten in Petersburg gebaut haben. Und ich habe nur ein einziges Gebäude gefunden, und zwar, also dieses Gebäude liegt direkt an Neber und das ist auch ein Bild von oben sieht man also dieses Gebäude. Und können Sie beraten, was für ein Gebäude es überhaupt? Bitte? Gefängnis, richtig, ja. Tut mir so leid, aber ich glaube, die verstehen Spaß in Österreich. Das ist Gefängnis. Das ist ein österreichischer Architekt, Antoni Tomischka, ja, also eigentlich tschechische Abstammung, ja, und damals, das war eigentlich das große Gefängnis von Europa und ist übrigens das große bis jetzt. Na, mit dem komme ich zum Schluss meiner Präsentation und danke, also ich sage vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Belyaev, für die Herstellung der Verbindungen zwischen der russischen Technik, Akademie der Wissenschaften und eben dem deutschen, also dem Einfluss der deutschen Sprache. Ich darf Sie hiermit in die Kaffeepause entlassen. Jetzt muss ich schnell mal auf die Uhr schauen. Wir sind ein bisschen hinten nach. Es ist jetzt 10 vor 11. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns hier wieder um 11:15. Bitte um pünktliche Teilnahme wieder. Danke.